Lieber Krebs, herzlich willkommen zu deinem Mai-Taroskop. Mai 2026 schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Mai gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird für dich wichtig und ausschlaggebend werden? Jedoch eventuell aber auch, was solltest du am besten ganz außer Acht lassen? Auf was solltest du vorbereitet sein? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet zu mehr Details, anderen Botschaften und in alle 4 Wochen aufgeteilt, sprich Woche für Woche. Der Krebs, sie sagen Abenteuer leben. Siehst du dein Leben als ein Abenteuer? Ist es ein Abenteuer? Erlebst du es als ein Abenteuer, lieber Krebs? Es geht nicht darum, womit du dich gerade beschäftigst, sondern es geht um weitaus mehr. Du birgst so viele Geheimnisse in dir selbst. Dein Leben birgt viele Geheimnisse. Die Welt birgt viele Geheimnisse. Bist du bereit, lieber Krebs, diese Geheimnisse nach und nach zu lüften, zu bergen, zu entdecken? Es geht um die göttliche Alchemie, die Mystik, und es geht darum, den Weitblick zu bekommen, den Fokus zu verändern. Sie sagen, fokussiere dich auf die Lösung, nicht auf das Problem. Vielleicht geht es gerade bei dir mal wieder um die Liebe. Die Liebe, die sich anbahnt, die Liebe, die gelebt wird, die Liebe, die vielleicht unglücklich erscheint. Es geht darum, dass du erkennst, wo du Verrat an dir selbst ausübst, und frage dich, warum, wieso, weshalb. Wow, es wird intensiv. Es wird abenteuerlich intensiv. Es gibt wohl viel zu entdecken. Auch wirst du gleich bis zum 10. Mai, lieber Krebs, erkennen, wo du dich selbst aufhältst, sei es gedankliche Blockaden, situationsbedingte Hindernisse. Du darfst erkennen. Du wirst dich einer Gruppe Menschen anschließen, doch im letzten Augenblick wirst du absagen. Das ist gut so, denn weißt du warum? Das, was es zu tun gibt, deine Aufgabe ist es, im Alleingang weiterzumachen. Du hast nur 2 Themenkarten. Wo, lieber Krebs, woran hältst du fest? An wem hältst du fest? In dir, woran hältst du fest? Du kannst dich jederzeit neu erfinden, so auch deine Mitmenschen. Doch auch wenn man sich neu erfindet, lieber Krebs, man ist und bleibt, was man ist. Richtig? Gut. Es geht darum, den Fokus zu verändern, vor allem dorthin gehend, wenn dir jemand, insbesondere Mitte Mai, ein Teil seiner Masken aufweist, beziehungsweise du hinter diese Masken blicken kannst. Es ist sehr, sehr wichtig für dich, denn du darfst erkennen, woran du bei diesem Menschen bist, und du kannst ganz selbstreflektiv schauen, was möchtest du, was nicht. Achte auf die Zeichen, achte auf die Synchronizitäten. Es ist jemand, der, wie kann man sagen,
sanft wie ein lieblicher Windhauch im Sommer sein kann, doch genauso gut zum Tornado werden kann. Dein Hauptthema. Du bist zu sehr im Außen. Du beziehst alles auf dich, du machst dich für alles verantwortlich. Doch du sperrst dich. Du sperrst dich, dazu zu lernen. Es ist, als hättest du gerade keine Lust mehr, du hättest den Fokus verloren, als würdest du vielleicht ein bisschen überfliegermäßig sagen, ich weiß doch eh schon alles. Ja, lieber Krebs, der weise Mann sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Richtig? Es kann sein, dass du viel zu sehr im Außen online bist, auf Social Media unterwegs bist, dich dies innerlich ein bisschen auffühlt, doch du gibst dem gar nicht mal so viel Bedeutung. Solltest du jedoch, ein kleiner Rückzug diesbezüglich wäre gar nicht mal so schlecht. Es geht um diverse Konstellationen. Abenteuer, finde heraus. Die Sternkonstellation, deine Konstellation, welche Rolle nimmst du ein? Wann bist du das unschuldige Lämmchen? Wann bist du der Wolf? Wie ist es im Außen mit diesem Menschen, der sanfte, warme Windhauch im Sommer und der Tornado im Winter? Also du siehst, es ist alles sehr, sehr gegensätzlich und ich denke, du kannst nur einen klaren Blick darüber bekommen, wenn du die Verbindung zu dir selbst aufrecht erhältst. All dieses Chaos, was du Anfang Mai in dir spürst, selbstverständlich, du kannst es weitertragen und in diesem Chaos aufgehen, vielleicht gar Kopfdruck und Kopfschmerzen deswegen bekommen. Doch du kannst dich dem aber auch stellen, indem du deine Rolle in dem Ganzen siehst und indem du erkennst, was das Außen dir widerspiegeln möchte. Es geht um Farben, es geht um Edelsteine, es geht um Konstellationen, es geht um Verbindungen. Es ist dann, wenn du gute Miene zu bösem Spiel machst, es ist dann, wenn du dich mitreißen lässt, wenn du dich überreden lässt, wenn du tust, wonach dir nicht ist, sondern einfach um mitzulaufen, einfach um nicht anzuecken, einfach um nicht in den Konflikt gehen zu müssen. Doch wer spricht hier von Konflikt? Der Konflikt ist nur in dir drin, in niemandem sonst. Warum bist du im Konflikt? Du denkst, oh, sonst werde ich vielleicht sozusagen abgeschoben, werde distanziert, auf Distanz gehalten, werde vielleicht hinterfragt und ich finde keine Antworten darauf, weil ich kann ja nicht sagen, was ich fühle und was ich denke, richtig? So, da gehen wir jetzt raus, lieber Krebs. Der Mai möchte dich darin unterweisen und die wird dir sicherlich die Challenges geben, zu sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Was bist du bereit zu geben? Was bist du bereit zu verändern? Was bist du bereit anzunehmen? Du hast es mit einem Luftzeichen zu tun. Dieses Luftzeichen, Wassermann, Zwilling, Waage, wird dich vielleicht vor ein Ultimatum stellen. Dieses Luftzeichen wird vielleicht, wie kann ich sagen, gute Miene zu nicht so ganz freundlichem Spiel zu machen. Das, lieber Krebs, wird dich etwas verängstigen. Das bedeutet nicht, dass du Angst davor haben brauchst, im Gegenteil, sondern es ist wahrscheinlich dieser Shapeshifter, mit dem du zu tun hast.
Dieser, der zwei Gesichter hat, dieser, der unberechenbar ist, doch bist du nicht in dir firm, bist du nicht in dir verankert? Ja, selbstverständlich. Wow. Dann rette sich, wer kann. Wir gehen in unser Schneckenhaus und werden zum Einsiedlerkrebsen und lassen uns nicht mehr blicken, am besten bis zum Jahr 2050. So läuft es aber nicht, lieber Krebs. Du bekommst jetzt hier die Chance, den Mai ganz, ganz liebevoll, liebenswert und voller Liebe abzuschließen, indem du etwas ganz Gewisses ruhen lassen kannst. Du suchst so sehr nach Aufmerksamkeit, so viel gibst du, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch vielleicht suchst du die Aufmerksamkeit bei den Falschen. Setze deine Segel. Der Kosmos spiegelt dich wieder. Bist du auch noch ein so kleines Licht, bist du schon ein so großes Licht. Ganz egal, der Kosmos spiegelt dich wieder. Er spiegelt dich wieder in der Natur, er spiegelt dich selbstverständlich im menschlichen Körper wieder, er spiegelt sich in den Sternbildern wieder, er spiegelt sich in allem wieder. Warum setzt du dich solchen Begebenheiten aus, wo du Konflikten aus dem Weg gehen musst? Bereinige deinen inneren Konflikt und du wirst sehen, dass das Außen wieder so rosig ist wie einst. Komm heraus aus deinen Gedankenschleudern, sagen sie. Komme heraus aus deiner Angst. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Die Erde gibt ihr Licht preis. Und ich denke, du hast Zugang zu diesem Licht. Es kommt etwas auf dich zu im Mai, was für viele von euch ungewöhnlich ist, nicht erwartet ist. Doch du hast den Lösungsansatz. Nicht, dass er dir eingeflüstert wird, nein. Du darfst dich selbst entdecken, du darfst dein inneres Schloss aufschließen, es öffnen und erkennen. Du bist mit einer Gruppe Menschen verbunden. Es sind 4 Menschen mit dir 5 oder 3 Menschen mit dir 4. Also die Zahl 4 spielt eine ganz, ganz große Rolle. Lieber Krebs, es sollte dir klar sein, dass die anderen Mitglieder sind, so wie auch du es bist. Und ihr sitzt alle im gleichen Boot. Doch die Aufgaben sind nicht gleich verteilt. Erkennst du das, wirst du nach deiner Aufgabe suchen und wirst dich fragen, wie konnte ich das bis jetzt nicht erkennen? Wir machen weiter im Extended, lieber Krebs, Woche für Woche. Mehr Details, andere Botschaften und worauf zu achten ist. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao.